In diesem Video zeige ich Übetipps für schnelle Finger und wie ihr schnell spielen lernt. Mein Instrument ist die Geige, deshalb zeige ich euch die Übung am besten einfach auf der Geige vor. Ihr könnt es aber mit jedem Instrument mitmachen. Drückt doch gleich auf Pause, holt ein Instrument und macht gleich mit. Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Aloysia und auf diesem Kanal findet ihr alles rund ums Thema Üben, Übetipps für Musikschüler. Wie bekommen wir schnelle Finger? Ich zeige euch hier meine Übeschritte, die ich gerne nutze. Und damit wir das alle zusammen machen können, machen wir das am besten einfach mit der C-Dur-Tonleiter. Ich spiele die C-Dur-Tonleiter über 2 Oktaven und für die Geigen ist es in der 3. Lage. Hier auch nochmal eingeblendet die Töne für die C-Dur-Tonleiter. Für schnelle Finger und schnelle Passagen müssen wir sie allerdings zuerst langsam üben, sehr langsam. Der tolle Geiger und Lehrer, der wirklich ganz viele unglaubliche tolle Geiger unterrichtet hat, Ivan Galamian, wurde gefragt, was denn sein allerbester Übetipp sei, wenn er sich nur einen aussuchen würde. Und er hat gesagt, im halben Tempo durchspielen, weil du so Zeit zum Nachdenken hast. Also lass uns das machen. Wir spielen die C-Dur-Tonleiter einmal wirklich im halben Tempo, langsam Ton für Ton. Ihr könnt gleich mitmachen. Manche Passagen spielen wir vielleicht noch langsamer, in halben Noten, in ganzen Noten, manche auch ein bisschen schneller, je nachdem, wie schwer es für euch ist am Anfang. Der zweite Übetipp für langsames Üben: Wir wählen ein langsames Tempo, aber machen Pausen zwischen jeder Note, um den nächsten Ton schon vorzubereiten. Für die Streichinstrumente in der Pause schon den Finger aufsetzen. Ich zeige euch, was ich meine. Und dann auch wieder abwärts die Tonleiter. Übetipp Nummer 3 für schnelle Finger. Im Vorspieltempo schon durchspielen. Auch wenn die Passage noch nicht ganz perfekt ist, wenn ihr noch nicht alle Töne sauber trefft, macht nichts. Ihr müsst die Bewegung einmal im Tempo spüren, damit ihr wisst, wie schnell das dann sein soll. Spiele die Tonleiter oder die schnelle Passage im schnellen Tempo durch, auch wenn du noch stolperst oder stecken bleibst. Dann weißt du nämlich ganz genau, an welcher Stelle es hakt und die Töne kannst du dann nochmal langsam üben. Ein weiterer Schritt für schnelle Finger sind Tonwiederholungen. Ich wiederhole jede Note mehrmals und hebe beim Notenwechsel aber die Finger ganz schnell. Ich zeige euch, was ich meine. Zuerst spielen wir 4-mal jeden Ton im schnellen Tempo. Los geht's! Wenn ich das schon gut kann, dann probiere ich mal 3-mal jeden Ton zu spielen. Die Finger müssen sich jetzt schon schneller bewegen. Der nächste Schritt, 2-mal jeden Ton. So kannst du Schritt für Schritt deine Passage in schnelles Tempo bekommen. Und danach, der letzte Schritt natürlich, jede Note nur einmal. Ich möchte euch hier einfach einen Haufen von Übeschritten mitgeben, damit ihr auch einfach ausprobieren könnt, was für euch am besten funktioniert für schnelle Finger. Ein weiterer möglicher Übeschritt wäre zum Beispiel,
im schnellen Tempo die Tonleiter zu spielen, aber immer nur einen Ton mehr hinzufügen. Ich zeige euch, was ich meine. Und immer so weiter. So habt ihr Zeit, immer die Endnote auch zuzuhören und auch zu korrigieren. Wenn ihr merkt, dass ihr an einer Stelle hängen bleibt, zum Beispiel wegen einem Saitenwechsel oder wegen einem anderen Fingerwechsel, dann einfach nochmal das wiederholen. Ein guter Übeschritt ist die Passage auch mit verschiedenen Rhythmen zu üben, zum Beispiel mit einem punktierten Rhythmus. Achtet darauf, dass ihr die Finger wirklich ganz schnell hebt und fallen lässt. Wir machen es mal mit einem punktierten Rhythmus. Und das können wir auch umdrehen. Auch möglich ist, dass ich zum Beispiel Vierergruppen nehme und die erste Note immer lange spiele und die nächsten drei dann schnell. Oder auch Dreiergruppen. Also seid kreativ, baut verschiedene Rhythmen ein, nehmt auch, was ihr aus eurem Musikstück gerade übt, und das ist auch ein ganz guter Weg für schnelle Finger. Noch ein guter Übeschritt ist, verschiedene Akzente zu setzen und die dann auch immer zu verschieben. Wir spielen Vierergruppen und wir betonen jetzt immer die erste Note von jeder Gruppe. Jetzt betonen wir die zweite Note von jeder Gruppe. Und jetzt die dritte. Und dann natürlich auch die vierte Note betonen. Das ist ein gutes Training für den Kopf auch, um ganz klar zu wissen, wann welcher Ton drankommt mit welcher Bewegung. Übt die schnellen Passagen auch in Loops, also in kleinen Wiederholungen, dass ihr zum Beispiel die ersten drei Töne spielt und dann eine Note zurück. Dann die nächsten drei Töne und eine Note zurück. Ich zeige euch, was ich meine. Und dann nehme ich zum Beispiel 4 Noten und spiele 2 zurück. Das ist ein ganz guter Weg, dass ihr auf jede Passage übertragen könnt, um wirklich schnelle Finger zu bekommen und die Unabhängigkeit, auch die Koordination rechts und links, wenn ihr zum Beispiel am Klavier mit 2 Händen 16. Läufe habt. Also ihr könnt das auf alles übertragen, immer in kleinen Abschnitten und dann 3 Noten hoch, eine zurück oder 4 Noten hoch, 2 zurück, 5 Noten, 3. Also ihr könnt da absolut kreativ sein. Der vorletzte Tipp, in Gruppen üben. Wir versuchen natürlich die einzelne langsame Bewegung, Ton für Ton, in Gruppen zusammenzufassen, um so schneller zu spielen. Also die Finger und der Kopf überlegen sich nicht nur einen Ton nach dem anderen, sondern 2, 3 oder 4 Töne. Und das können wir trainieren, indem wir wirklich versuchen, die einzelnen Gruppen schnell zu spielen und dazwischen Pausen machen, um die nächste Gruppe vorzubereiten mit dem Kopf. Alles Möglichkeiten für euch, um die Tonleiter oder eure schnelle Passage noch schneller spielen zu können.
der letzte Übetipp für schnelle Finger mit dem Metronom. Ich habe dazu schon ein Video gefilmt und Tipps fürs Üben im Metronom aufgenommen, aber ich möchte euch hier noch zwei Schritte zeigen, die ich nutze, die ich nicht in diesem Video erwähnt habe. Also, wir können die Tonleiter in verschiedenen Schritten üben und ich fange erstmal an, dass ich das Tempo in Achtel einstelle. Das heißt, ich habe pro Klick einen Ton und beginne zum Beispiel im Tempo 80. Der nächste Schritt, 84, 88 und dann geht es weiter, 92. An einem Übetag mache ich 5, 6 Schritte. Tag 2 starte ich auf Tempo 60, aber nicht in Achtel, sondern in Viertel. Das heißt, es kommen jetzt 2 Noten auf einen Klick. Lass uns das zusammen machen. Und dann, auch in Viertel, immer schneller werden. 5 Schritte oder wenn du Lust hast, sogar noch mehr. Tag 3, wir starten wieder bei 60, aber jetzt in halben. Das heißt, ich spiele 4 Noten auf einen Klick. Los geht's. 1, 2. Also das ist eine Möglichkeit, mit dem Metronom das Tempo zu steigern. Eine andere Möglichkeit ist, immer ein Tempo auszuwählen und abwechselnd das in Achtel- und in Viertelnoten spielen. Wir gehen nochmal zu Tempo 80 und ich zeige euch, was ich meine. Also ich schalte das Metronom auf 80 ein und spiele es erstmal in Achtel. Wieder die Tonleiter. Und gleich danach spiele ich es in 80, aber im Viertel, also doppelt so schnell. Dann Tempo 84, wieder langsam und einmal schnell. Und 88, einmal langsam, einmal schnell. Und immer abwechseln. So wird es nicht langweilig und langsam steigern wir so das Tempo. Das sind noch zusätzliche Tipps fürs Üben mit dem Metronom. Und ich hoffe, dass diese Übetipps vielleicht helfen konnten, deine Finger noch schneller werden zu lassen. Probier einfach die verschiedenen Übeschritte aus. Nimm dir eine Passage aus deinem Musikstück oder nimm dir eine Tonleiter und probiere diese Übetipps aus. Ich freue mich von dir zu hören, welche dir geholfen haben. Schreib mir doch in den Kommentaren. Und nächste Woche gibt es wieder ein neues Video mit Übetipps. Damit ihr es nicht verpasst, abonniert doch den Kanal und ich freue mich von euch zu hören, wenn ihr Wünsche habt. Noch viel mehr Übetipps findet ihr auf yourmusicmind.com und dort gibt es jetzt auch ganz neu eine Sammlung von Übehilfen mit Links zu Artikeln, Videos, Musikspielen, Büchern und noch viel mehr zum Entdecken. Für Schüler ist was dabei, Eltern, aber auch Lehrer und das werde ich regelmäßig aktualisieren, also schaut doch mal da drauf vorbei. Es ist alles unten verlinkt und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet für ein neues Video mit einem neuen Übetipp für euch. Viel Spaß beim Üben und bis bald. Tschüss!